Hallöchen meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video der Zeitzeugen. Wir besuchen heute mit euch eine alte Mühle. Diese wurde 1831 erstmals namentlich erwähnt. 1850 wurde die Mühle mitsamt ihrem Inventar um ein paar hundert Meter versetzt, um noch mehr Wasser aus dem Bach zu ziehen. Es handelt sich hier um eine ehemalige Lohn- und Umtauschmühle. Lohn- und Umtauschmühle heißt, die Bauern erhielten Geld für ihr Getreide oder kauften fertiges Mehl. In ihrer heutigen Form wurde die Mühle 1974 stillgelegt und war bis 2012 bewohnt. Zuletzt war die Tochter des Hauses bekannt. Nun jedoch gibt es dem Anschein nach keinerlei Erben und das Haus verfällt vor sich hin. Es gab hier einen Brand vor ca. 3 bis 4 Jahren in der Halloween-Nacht, dem die alte Scheune leider zum Opfer fiel. Der Rest der Gebäude ist leiblich erhalten. Das Wohnhaus ist in einem desolaten Zustand und definitiv nicht mehr zu retten. Einige Schätzchen verbergen sich allerdings noch im alten Mühlgebäude und die wollen wir euch heute explizit zeigen. Viel Spaß bei unserem Video! Always trying to be cool, trying to be those bad guys, smoking cigarettes behind the school. Always trying to be cool, trying to be those bad guys, you know. I still think about what we had when we were younger. We were never running out of time. As long as we had each other, everything was black and white. Driving in a car, never knowing how far we go. When we were younger, when we were younger, I remember a girl. I would sneak into her parents' house. I could stay for hours. Hier stehen natürlich überall noch alte Gerätschaften herum. Da der alte Mistwagen, Unterbau eines Wagens. Was da hinten ist, kann ich gar nicht mehr so wirklich erkennen. Doch, ist eine Ecke. Hier steht auch irgendwas mit mächtig scharfen Kanten rum. Das ist ein kleiner Pflug. Okay. Ja, hier klar die Ecke. Da steht auch noch was. Auch noch mal eine Ecke, nur ein bisschen kleiner. Im Übrigen hänge ich wieder mal im Dornengestrüpp fest. Alles eingewachsen. Das alte Wasserreservoir. Schwenke ich hier mal rum. Zeige euch die Folgen unnützer Brandstiftung. Brandstiftung ist immer unnütz, aber ja, das war so eine Geschichte hier. An dem Abend, an dem diese Scheune angezündet wurde, brannten hier im Umkreis gleich mehrere Häuser. Das war ein Halloween-Abend, ich meine vor 3 Jahren. Können auch 4 gewesen sein. Jammer, jammer, schade drum. Ich frage mich immer, was solchen Leuten im Kopf vorgeht. Viel kann es nicht sein. Wir bahnen uns unseren Weg quer durch die Hinterlassenschaften des alten Müllers. Dieser Weg hier wird der sichere sein, denn ganz vorne ist die Hauptstraße, wie ihr eben schon bei der Drohne gesehen habt. Das ist alles sehr frei einsichtig. Hier ist nichts abgesperrt oder so, aber man muss es ja nicht provozieren, nicht wahr?
Ja, Freunde, was ihr hier seht, das ist dann wohl das Prepper Camp 2.0. Fragt mich bitte nicht, was das ist. Es sind aber 1000 Konservendosen von Instant Trinkpulver in den verschiedensten Geschmacksrichtungen. Machen wir hier Sauerkirsche, Grapefruit, Apfel. Ja, und das müssen Millionen davon sein. Also diese Reihe geht noch ungefähr 4 bis 5 Reihen weiter nach hinten. Ja, 40 Dosen pro Packung. Okay. Wie gesagt, das ist eine alte Mühle. Hier gibt es einen Zugang zum Wohnhaus. Hierdurch. Ich überlege noch, ob wir das Wohnhaus zeigen sollen oder nicht. Ganz sicher bin ich mir da nicht. Ich erkläre euch auch später gerne warum. Aber jetzt machen wir erstmal einen kleinen Rundgang durch die alte Mühle. Wir sehen hier wunderschöne alte Maschinen. Natürlich ist auch hier alles durchwühlt. Im Vergleich zu unserem ersten Besuch vor ungefähr 4 Jahren hat sich doch einiges getan. Aber wir gehen hier einfach mal weiter alles ab. Auch das ist eine Veränderung. Der Kinderwagen stand hier nämlich eigentlich auf dem Dachboden. Den hat man wohl irgendwie runtergezerrt. Die Leute haben halt leider Gottes vor nichts Respekt. Guckt euch die mal an, ist die nicht schön? Also ihr kennt uns ja mittlerweile so ein bisschen, ne? Je älter die Industrie, umso besser, umso schöner, umso cooler. Traumhaft. Young, and we didn't wanna be exposed. Even though it was cold, we were never wearing proper clothes. Always trying to be cool, trying to be those bad guys, smoking cigarettes behind the school. Always trying to be cool, trying to be those bad guys, you know. Das ist übrigens ein Auslass von einem Silo, dass man unschwer auch daran erkennen kann, dass hier unten vermutlich sehr viele Nagetiere ihr Eldorado haben. As long as we had each other, everything was black and white. Driving in a car, never knowing how far we go. When we were younger, oh, when we were younger. Interessant bei sowas immer diese Maschinerie, die da hinten dran hängt. In solchen Fächern, das lief rund. Läuft jetzt natürlich nicht mehr, aber man sieht, die Bänder bewegen sich. Da fiel dann das Korn rein und kam dann zur Schütte. And as soon as I left, I told my friends. Das ist eine ganz alte Fernsehzeitung, so wie es aussieht. Ja, heißt es Stern. Ach du Allmächtige. Der Kommentar von Loriot. Leider Gottes finde ich hier aber kein Datum. Nee, Datum leider nicht. Nächste Etage. Ein Stockwerk höher. Days made me who I am. When we were younger, we were never running out of time. As long as we had each other, everything was black and white. Driving in a car, never knowing how far we go. When we were younger.
hier wieder einfach tolle alte Maschinen, die fast schon so ein bisschen aussehen, als könnte man sie einfach wieder in Betrieb nehmen. Das ist übrigens Holz alles. So was gibt es heute gar nicht mehr. Silos, Bänderwerk. Bänder heißt immer, es wird irgendetwas transportiert, und da oben geht es auch noch mal eine Etage höher. Guck doch mal. Ich finde sowas toll. Aber hier ist wirklich alles voller Korn, ne? Mit diesen Dingern da, wir leuchten da gleich mal rein. Da sind sogenannte Schnecken drin. Mit denen wird das Korn von unten, ach du heilige Scheiße, Entschuldigung, von unten nach oben befördert. Im ganzen Korn hier auf dem Boden muss man sich natürlich ziemlich vorsichtig bewegen, weil falls hier irgendwo was morsch ist, sehe ich es nicht. Ja. Habt ihr noch mal einen Blick auf die leider abgebrannte Scheune. Echt schade drum. Noch eine Etage höher. Hier ist der Boden erstaunlich sauber, was vermutlich daran liegt, dass durch die offenen Fenster der Wind die Aufgabe des Kehrens übernimmt. Das sind Schütten. Normalerweise kann man die rausziehen, aber ich denke, die sind einfach festgerostet. Mein Gott. Also ich könnte mich in sowas ja stundenlang aufhalten. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber hier gibt es so viel. Man kann sich da eigentlich gar nicht so wirklich satt sehen. Überall Details. Und Löcher im Boden. Das ist ja die Maschine, als wir das letzte Mal hier waren, war die noch intakt. Aber gut, die ist nicht allzu sehr zerstört. Die Teile liegen nur auf dem Boden. Das könnte man theoretisch richten, wenn man wollte. Es ist wie ein Museum hier. Riesengroßes, altes Museum. Den Zusammenhang zwischen diesen ganzen Maschinen zu verstehen, das würde dann so ungefähr die Kunst darstellen. Ich finde sie einfach nur toll, weil handwerklich gefertigt und so weiter und so fort, aber für was sie da sind, also klar, für was sie da sind, natürlich, sie mahlen Getreide, das ist klar, aber wie genau die funktionieren, das weiß ich nicht. Gut, das sind solche Gebläsesäcke, das kenne ich aus der Getreidemühle. Das wird heutzutage auch noch verwendet. Darin wird das dann mehr oder weniger abgefüllt. Beziehungsweise, Chef sagt gerade, da wird der Staub reingeblasen. Ähnliche Vorrichtungen hat man allerdings auch, um dann später abzufüllen aus den Silos raus. So, ganz oben noch mehr Maschinen. Also irgendeinen Zusammenhang zwischen ganz unten und ganz oben muss es da ja geben, ne? Ah, die ist toll. Das ist übrigens Bambus, ne?
Okay. Dass Bambus sehr hart ist, wissen wir ja. Ach du Alarm, das Ding ist ja frei schwebend, das sehe ich ja jetzt erst. Die kann man ja tatsächlich komplett bewegen. Guckt mal, was da drauf steht. Das ist gut. So, jetzt guckt mal, was uns hier wieder begegnet. Die Schütten, die wir unten schon gesehen hatten, in dem Raum, wo das Fahrrad stand. Hier oben kommen sie raus. Was ich euch eben zeigen wollte. Dieses Ding, hoffentlich kriege ich es jetzt noch bewegt. Ja, ich kriege es weg. Diese Maschine ist tatsächlich frei schwebend. Musste sie natürlich sein, weil wenn die rattert, dann muss sie ja irgendwie den Druck ausgleichen. Und ich glaube, wenn die sich nicht bewegen würde mit der Vibration, die der Motor vorgibt, dann würde die ja auch ganz schnell hier irgendwas auseinanderfliegen. Da wo es hoch geht, geht es auch meistens runter. Die Mühle hat tatsächlich einen Keller. Wir versuchen es mal. Das ist der alte Hauptmotor. Der hat die ganze Leistung bis oben hindurch gewunken. Da hinten sind noch andere Gerätschaften, Trichter, Auslässe, Schleifstein. Ach du Allah. Irgendwas läuft hier. Lass mich raten, es sind Ratten. Ich habe hier eben irgendwas gehört. Ich möchte hier eigentlich nicht unten drunter durch, das ist schon ein bisschen eklig. Wow, das nenne ich mal Antrieb. Ja, nicht von schlechten Eltern. So, und hier war früher der Antrieb drin. Jetzt wären wir hier fast ins Loch gefallen, weil das da ist direkt hinter der Tür. Und da kam das Wasser her, was die Mühle gespeist hat. Da oben zieht es raus, seht ihr? Da geht es nach draußen. In diesem Keller weiterhin finden wir sowas. Unfassbar. Ich glaube, sowas gibt es heute gar nicht mehr. Zumindest nicht in dieser Form. Das ist ein alter Schleifstein. Das ist übrigens diese alte Tür, die ich eben erwähnte, durch die man durchgeht und wenn man nicht aufpasst, sitzt man im Wasser. Und ich glaube nicht, dass man da wirklich rein möchte. Schon eine faszinierende Technik. Und auch irgendwo eine faszinierende Tür, wobei ich nicht wissen möchte, was das für ein schwarzes Zeug da drin ist. Schöner alter Ofen, guckt mal. Katzenkörbchen. Wir haben uns eben beraten, ob wir euch das Haus zeigen sollen oder nicht. Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass wir es in einigen Teilen tun werden, aber nicht in allen Teilen. Denn in diesem Haus sind über kurz oder lang 3 Generationen an Menschen verstorben. Dieses Haus ist voll mit persönlichen Dingen, voll mit persönlichen Gegenständen, voll mit Fotos und Dingen, die, wie wir finden, einfach nicht ins Internet gehören. Es ist eine Sache, euch altes Geschirr zu zeigen, es ist eine Sache, euch diese alte Küche zu zeigen, aber wir werden euch definitiv nicht das persönliche Hab und Gut dieser Menschen zeigen, die hier gelebt haben und die hier gestorben sind. Denn das, finden wir, Zeitzeugen gehört sich nicht und deswegen kriegt ihr von diesem Haus auch nicht alles zu sehen. Tja, was eine alte Küche, oder? Guckt mal da auf dem Herd. Als hätte man es gestern einfach stehen, okay, nicht gestern, als hätte man es vor ein paar Tagen einfach stehen gelassen. Igitt, igitt, igitt.
Ja, also Messi-Häuser sind ja eigentlich gar nicht meins, ne? Am liebsten zeige ich euch ja Häuser, die einfach leer sind, weil mich die Architektur fasziniert. Da sind noch die alten Backformen drin. Fleischbällchen. So. Boah. Ja, viel Spaß beim Essen, genau. Putzmittel. Aftershave. Mahlzeit. Also ich bin dann satt für heute. Vorratsschrank. Das hatte man ja früher viel gehabt, ne? Maggi. Ich glaube, Maggi ist unkaputtbar. Das gibt's immer. Das Wohnzimmer. Ihr seht, es ist alles völlig durchwühlt. Hier ist alles voller Dokumente. Hier liegen Fotos auf dem Tisch. Man bekommt ein Bild von demjenigen, der hier gelebt hat. Hier liegen Hochzeitsanzeigen noch auf dem Stuhl. Was ich hier auch auf dem Tisch gefunden habe, ist ein ganz altes Gesangsbuch. Schaut mal, das ist noch die alte Schrift. Roten Seiten. Also ganz ehrlich, ich finde das gerade mega gruselig, hier drin zu sein. Ich mache mich hier auch gleich wieder raus. Aber zeigen, das kann man zeigen. Die ganze alte Kleidung, hier fegt der Wind durch. Ihr seht den Schimmel an den Wänden. Puh. Das hier war mein Kinderzimmer. Hier haben wir ganz viele Unterlagen von der Tochter des Hauses gefunden. Das ist schon kein Lost Place Geruch mehr hier drin. Das ist, ach, wie geht. Postkarten, alte Bücher, noch mehr Postkarten. Da hinten laufe ich nicht rein. Ich habe ein bisschen Angst, dass der Boden hier nachgibt. Also im Vergleich zu unserem ersten Besuch hier haben sich hier irgendwelche Rabauken wirklich alle erdenkliche Mühe gegeben. Ich frage mich wirklich, also was läuft falsch mit der Menschheit? Aber ihr seht, auch hier alles noch da, die ganzen Kleidungsstücke. Der Schrank, Blusen, Hemden, Pullis. Und es ist wirklich ein mega, mega unheimliches Gefühl. Also ich finde es auch gerade schade. Ich hatte gestern Abend noch dran gedacht, unser Ghostmeter mitzunehmen. Habe es natürlich prompt vergessen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass dieses Ding hier in alle Himmelsrichtungen ausschlagen würde. Gottes Willen. Wir sind auf dem Dachboden. Das ist auch noch ein ganz alter Ofen, glaube ich. Was ist das da? Sieht aus wie eine Bettpfanne auf Stelzen. Nun gut. Mausefalle, steinalt. Wer steht drin? Ich. Tja, was man so auf dem Dachboden hat, ne? Alte Schindeln, Gläser, alte Schultafel, die man so früher an Kinder verschenkt hat. Vogel gab es ja auch mal irgendwann. Das Heidi-Malbuch, das hatte ich als Kind auch. Oh. Oh, das war unser Ausflug zur alten Mühle am Bach. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir wünschen euch noch einen wunderschönen 3. Advent. Bleibt uns gewogen. Tschüss, bis zum nächsten Mal, sagen die Zeitzeugen.